Heute will ich mich mal mit dem Friedensforscher Daniel Ganser unterhalten und seine Friedensaussagen unter die Lupe nehmen. Na dann, legen wir los. Dann hallo, dann können wir gerne mal wieder ein Gespräch führen. Aber ich sage nur, Daniel, Moment mal, sorry, das ist mein Kanal, also darf ich wohl zuerst fragen. Viele nennen Sie Pro-Russisch oder anders gesagt, einen Putin verstehe. Erklären Sie uns doch bitte, was er eigentlich will. was will denn Putin? Putin will, dass die Ukraine neutral ist. Das ist eine berechtigte Forderung. Auf die sollte man eingehen und sagen, okay, kannst du haben. Die Schweiz ist auch ein neutrales Land. Österreich ist auch ein neutrales Land. Ist es eine berechtigte Forderung? Was soll das denn jetzt? Neutralität ist nichts, was man einem Land von außen aufzwingen kann. Die Schweiz ist neutral, weil sie diesen Weg vor vielen Jahren selbst gewählt hat. Österreich wurde nach der Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit durch einen Beschluss seiner Bürger und seines Parlaments neutral. Irland hält an seiner Neutralität fest, weil das Teil seiner eigenen politischen Tradition ist. Jedes Land hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Weg. Genauso haben nur die Ukrainer selbst das Recht zu entscheiden, welchen Kurs sie wählen. Neutralität, Integration in Bündnisse oder irgendwas anderes. Die Zukunft des Landes bestimmen die Menschen, die dort leben, nicht irgendwelche externen Spieler. Warum sollten die Ukrainer überhaupt Putins Meinung berücksichtigen? Okay, wenn einer ihrer Nachbarn ihnen vorschreibt, dass sie zu einem anderen Nachbarn oder zu bestimmten Nachbarn keinen Kontakt haben dürfen, was würden sie ihm antworten? Genau, es geht sie nichts an. Ich entscheide selbst, wie, wo und mit wem ich eigentlich hin will. Genau ist es mit der Neutralität. Die Ukrainer haben genauso und auf höchst höfliche Weise geantwortet. Herr Putin, das geht sie nichts an. Also dieser endlose Wille, die Ukraine in die NATO zu ziehen, das wird nicht funktionieren. Und zwar Das wird nicht funktionieren, weil sie grundlegende Begriffe verwechseln und ohne zwar. Die Ukraine wird von niemandem in die NATO reingezogen. Die Entscheidung, Richtung Mitgliedschaft zu gehen, haben die Ukrainer selbst getroffen. Das steht sogar in ihrer Verfassung. Das war der Weg, den das ukrainische Volk gewählt hat, nicht irgendwelche äußere Kräfte. Genauso war es mit den letzten Ländern, die der NATO beigetreten sind. Finnland und Schweden haben ihre Anträge selbst gestellt, weil sie die Drohung durch Russland sehen und Schutz wollen. Niemand hat sie da mit Gewalt reingeschoben. Das war ein souveräner Entschluss ihrer Bürger und ihrer demokratischen Regierungen. Die NATO ist keine Falle, sondern ein freiwilliges Bündnis, dem man aus eigenem Willen beitritt. Die Ukraine bestimmt ihren Weg selbst, wie jede andere freie Nation auch. Warum sollten also die Russen uns vorschreiben, welchen Weg wir gehen? Ob in die NATO, in die EU oder sonst wohin? Die Russen werden die Ukraine nie in die NATO lassen. Warum nicht? Weil dann stellen die Amerikaner Atomraketen in die Ukraine und dann ist die Flugzeit nach Moskau zu kurz. Erstens, sie reden, als würden sie in der Vergangenheit leben. So, richtig sowjetisch. Ihre Infos sind total veraltet. Wir haben jetzt schon, wie ich gesagt habe, Finnland in der NATO. Wenn also jemand mit amerikanischen Raketen zielen würde, wäre die Flugzeit von Finnland nach Moskau nicht viel länger oder wahrscheinlich sogar viel kürzer, wenn man St. Petersburg als nördliche Hauptstadt nimmt, als aus der Ukraine. Zweitens, moderne Technologien sind nicht die Sowjetunion von damals. Man braucht keine Militärbasen oder Atomwaffen mehr, um eine Bedrohung darzustellen. Simple Drohnen, moderne Aufklärungs- und Angriffsmittel machen Dinge möglich, die früher Science Fiction waren. Also ihre Befürchtungen klingen nach Denken aus dem letzten Jahrhundert. Und überhaupt, woher nehmen Sie Ihre aktuellen Daten? Wessen Meinung vertreten Sie hier eigentlich? Das ist die Meinung des gesamten russischen Sicherheitsestablishments. Hören Sie mal, Sie sind ja ein richtig neugieriger Friedensforscher. Sie haben die Welt wohl so gründlich erforscht, dass Sie erstaunlich gut über die Positionen der russischen Sicherheitsdienste Bescheid wissen. Na gut, nehmen wir mal irgendein russisches Sicherheitsestablishment. Sagen wir FSB, GRU oder das Verteidigungsministerium ist gegen den NATO-Beitritt der Ukraine. Und diese Herren sollen ihrer Meinung nach über das Schicksal eines unabhängigen Landes entscheiden. Dann müsste man nach derselben Logik im Zweiten Weltkrieg Folgendes annehmen. Wenn der Sicherheitsestablishment Deutschland zwar die Sowjetunion angegriffen hätte, aber gleichzeitig der Meinung gewesen wäre, dass die USA oder Großbritannien nicht in diesen Krieg eintreten sollten, dann hätten die USA und Großbritannien sich laut ihrer Logik ernsthaft an die Meinung des deutschen Sicherheitsestablishments halten müssen? Wirklich?
Klingt das ziemlich absurd, oder? Okay, mit dem Sicherheitsestablishment haben wir uns geklärt, aber was will im Endeffekt Putin selbst? Wenn du fragst, was will Putin, ist, er will, dass der Wirtschaftskrieg aufhört. Ja, er will wieder Handel treiben mit uns. Und da muss ich sagen, sollten wir auch. Hören Sie, ich werde Ihnen, also Europäern, sicher nicht sagen, was Sie machen sollen. Aber Ihre Logik ist echt wild. Da überfällt einer ein unabhängiges Land, ballert 4 Jahre lang alles kaputt, tötet Leute, entführt Kinder, macht die komplette Wirtschaft platt und jetzt tut er so, als wolle er nur, dass der Wirtschaftskrieg endet? Wozu hat er dann überhaupt angefangen? Und falls er das wirklich will, easy, Krieg stoppen und der Wirtschaftskrieg stoppt automatisch. Keine geheimen Deals nötig. Oder glauben Sie, der Typ hat dann noch mehr Wünsche, oder? Ich habe gesagt, Neutralität für die Ukraine, Wirtschaftssanktionen aufheben. Und der dritte Punkt ist, dass die von Russland eroberten Gebiete in der Ukraine, im Osten und die Krim, die muss man Russland geben. Über Neutralität habe ich Ihnen bereits erklärt. Wegen den Wirtschaftssanktionen sind Sie bei mir leider an der falschen Adresse. Sie sind ein Putin-Versteher und ich im Gegensatz zu Ihnen ein Merz- und Macron-Versteher. Fragen Sie doch lieber diese Herren, die ich sehr, sehr schätze. Aber mal zum Punkt, was ist mit den von Russland besetzten Gebieten? Schließen Sie die Rückeroberung dieser Territorien durch die Ukraine komplett aus? Aber es wird nicht funktionieren. Sie haben zu wenig Soldaten. Die Ukrainer haben zu wenig Soldaten, um das zurückzuerobern. Also ein Friedensabkommen mit Russland, nur weil sie mehr Soldaten haben und stärker sind. Ne? Sie hören nicht auf, das Fass von der Boden zu durchstoßen. Klar, für sie ist es leicht zu argumentieren, ja, sie sind gemütlich in der Schweiz, aber was wäre gewesen, wenn der ukrainische Widerstand nicht so stark gewesen wäre und Putin wie geplant bis nach Kiew durchmarschiert wäre? Dann würde Daniel Ganser wahrscheinlich genau dasselbe sagen. Man muss sich halt einigen, sie sind stärker, sie sind mehr. Und was wäre, wenn die Russen bis an die polnische Grenze gekommen wären? Und wenn Putin angesichts seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Polen einfach weitergegangen wäre? Nach dem Motto, diese Gebiete haben wir früher ja kontrolliert, ein kleiner Winken in Richtung Alter ausblockt. Was hätte Ganser dann gesagt? Auch, wir haben zu wenig Soldaten, dann sollen wir uns wohl einfach brav fügen, oder wie? Und die wichtigste Frage, was würde er sagen, wenn Putins Horde direkt an der Grenze zu seiner Heimat stünde und verlangen würde, dass man ihnen ein Stück Land abtritt? Während sie vorher jahrelang Zivilisten getötet, Frauen und Kinder misshandelt und Infrastruktur, Industrie und Energie platt gemacht hätten? Würde er dann sagen, wir haben also zu wenige Soldaten, na klar, dann knien wir uns wohl hin und sagen, artig danke. Oder würde er um Hilfe bei der NATO oder irgendeinem Bündnis betteln? Was würde der große Friedensforscher Daniel Ganser dann tun? Genau, das sind Ihre Doppelstandards, Herr Hanser. Der Ort, an dem Sie sitzen, bestimmt ganz banal Ihre Sichtweise. Und das wäre mein Rat. Und darum bin ich der Meinung, der Krieg in der Ukraine kann enden. Es wäre für Deutschland besser und es wäre für Russland besser, das jetzt zu beenden. Okay, ich habe schon geschnallt. Danke für den Rat. War kurz sprachlos. Sie wissen ja offenbar besser, was gut für Deutschland ist und wie ich kapiert habe, sogar für Russland. Wissen Sie was? Fahren Sie doch selbst mal in die Ukraine. Verbringen Sie ein paar Wochen in Kharkiv, Dnipro, Odessa oder Kiew. Lernen Sie die Menschen kennen. Sie sind warmherzig, offen und hilfsbereit. Sie sind doch der große Friedensforscher, oder? Vielleicht kommen Sie zurück und reden dann ganz anders. Vielleicht werden Sie aus einem Putin-Versteher zu einem Ukrainer-Versteher. Und ehrlich, Daniel, wenden Sie sich lieber an die Ukrainer oder an Ihre Soldaten. Nicht mit, die Russen sind in der Überzahl, gebt auf, sondern mit, ihr seid vielleicht weniger, aber ihr seid stark. Europa, die Welt und ich, Friedensforscher Daniel Ganser, stehen hinter euch. Vielleicht bringt uns das dem echten Frieden näher. Ein Putin-Versteher weniger wäre schon ein guter Anfang. Und was denkt ihr alle darüber, lieber Zuschauer? Schreibt es in die Kommentare, teilt das Video. Bis bald.